Wir haben schon fast Halbzeit auf unserer Reise durch Bali und wir sind in unserer 5. Unterkunft angekommen. Die ist in der Nähe von Manggis bei Seadaman. Normalerweise zeigen wir euch das Zimmer ja nicht so genau, aber diesmal haben wir was ganz Besonderes. Wir haben nämlich ein Outdoor-Badezimmer. So, ein neuer Tag. Wir haben uns ein neues Moped ausgeborgt und sind auf dem Weg zum Tirthankara-Tempel oder auch Wassertempel. Und kleiner Tipp von uns, wer ein solches Schild sieht, sollte sich zweimal überlegen, ob er die Strecke fährt. Es war wirklich steil. Der Tirthankara-Tempel ist ein wahrer Touristen-Hotspot, wie man hinter mir vielleicht schon erkennen kann. Aber eigentlich ist es kein Tempel im eigentlichen Sinn, sondern mehr so ein kleines Naherholungsgebiet. Es gibt hier viele Becken mit Kois, die man auch füttern kann, und sogar ein öffentliches Schwimmbad. Der Name Tirthankara bedeutet übrigens so viel wie heiliges Wasser des Ganges. Die Anlage ist im letzten Jahrhundert zweimal zerstört worden, einmal durch ein Erdbeben und einmal durch einen Vulkanausbruch, aber wurde jedes Mal wieder originalgetreu nachgebaut. Wir sind einem Tipp von 2 anderen Hotelgästen gefolgt und sind hier zum White Sand Beach gefahren. Die anderen Gäste haben uns erzählt, sie haben hier gestern Schildkröten entdeckt. Wir haben keine gesehen, aber der Strand ist trotzdem wirklich sehenswert, wirklich toll. Einen schönen guten Morgen, heute ist Samstag und heute steht wieder einiges auf dem Programm. Was erzähle ich euch gleich? Aber zuerst leider schlechte Nachrichten. Wie ihr wahrscheinlich gesehen habt, gerade waren wir gestern noch am White Sand Beach und haben wirklich schöne Drohnenaufnahmen dort gemacht. Leider ist dann bei der Landung etwas schief gegangen und die Drohne ist im Sand gelandet. Den Sand werde ich jetzt hier im Urlaub nicht mehr rausbekommen, dann brauche ich dann leider Spezialwerkzeug. Ich hoffe, das funktioniert zu Hause, aber das bedeutet auch, dass ab jetzt leider keine schönen Drohnenaufnahmen mehr dabei sind. Ja, ist... Ja. Eine Schweigeminute für die. Genau, eine kurze Schweigeminute für unsere Drohne. Auf jeden Fall, heute schnappen wir uns wieder unser Moped, fahren zu Reisterrassen hier in Seadaman und zu etwas ganz Besonderem, nämlich zu einem Silberschmuckkurs, wo wir selbst Schmuck herstellen werden. Wir sind jetzt in Seadaman, das war circa 1 Stunde Fahrt mit dem Moped hierher. Da gibt es einige Anbieter von solchen Silver-Classes. Wir sind jetzt bei Seadaman Silver und jetzt überlegen wir uns, was wir gleich machen werden. Also hier in der Beginnerklasse werden eigentlich nur Ringe oder Armreifen gemacht. Wir haben uns jetzt beide für denselben Ring entschieden. Schauen wir mal, was es wird. Also das Rohmaterial haben wir schon mal. Nachdem wir das Rohmaterial bearbeitet haben, wählen wir jetzt unsere Ringgröße aus. Wir sind jetzt fertig mit unserer Silverglass, sitzen in einem Restaurant und haben einen wirklich schönen Ausblick über die Reisterrassen.
Die Silberglas hat uns so gut gefallen. Wir haben nicht nur jeder einen Ring, nämlich ich einen für Benny und Benny einen für mich gemacht, sondern sogar zu zweit noch einen dritten Ring. Und das sind die Ergebnisse. Auch in Cedarman gibt es jede Menge Reisterrassen und wir sind hier bei den Cedarman Rice Terraces. Die sind ein bisschen kleiner als die in Tegalalang, aber auch genauso schön. Es gibt hier einen Rundweg, der ist ca. 3 Kilometer lang und gut zu begehen. Und im Hintergrund sieht man sogar den Mount Agung, den höchsten Berg auf Bali. Unsere Zeit hier auf Bali ist tatsächlich schon rum. Für uns geht es jetzt weiter zu den Nachbarninseln, nämlich nach Nusa Penida und dann weiter nach Lombok. Und dorthin kommen wir mit dem Speedboot. Wir wissen noch nicht, ob wir davon so viel schwimmen können, weil uns wird sehr schlecht oft am Meer. Aber wir sehen uns auf jeden Fall in Nusa Penida wieder. Wir sind nur sehr kurz hier auf Nusa Penida, nämlich nur 4 Tage mit An- und Abreisetag. Aber hier haben wir auch wieder ein sehr schönes Hotel. Kleine Notiz am Rande, wir sind hier im Norden von Nusa Penida und hier kann man nicht besonders leicht ins Meer, also man muss schon ein paar Minuten fahren, um an einen Strand zu kommen. Denn direkt vor unserem Hotel wird Seegras angebaut und hier kann man nicht baden. Trotzdem ist das Hotel wirklich sehr schön. Wir wollten uns auch einiges hier anschauen auf der Insel, haben unser Programm aber gezwungenermaßen ein bisschen kurz halten müssen, weil jemand so geschickt war und sich am Fuß verletzt hat. Jetzt mussten wir es ein bisschen ruhiger angehen, aber wir werden uns trotzdem einige Sachen hier anschauen und die zeigen wir euch natürlich auch wieder. Natürlich haben wir es uns trotzdem nicht nehmen lassen und haben die Hauptsehenswürdigkeit hier auf Nusa Penida, nämlich den Kelinking Beach, besuchen müssen. Der ist auch als T-Rex Beach bekannt. Manche sehen hier eben einen T-Rex und manche sehen hier einen Wal. Was seht ihr denn? Der Weg hier auch war sehr, sehr abenteuerlich. Die Straßen sind wirklich nicht die besten. Wir haben es aber geschafft. Wir sind auch heute mit einem Auto unterwegs. Und hier ist es wirklich sehr touristisch. Also hier reiht sich ein Essensstand, ein Restaurant neben das andere. Und es ist jetzt 10 Uhr und es ist auch schon wirklich viel los hier. Der Tipp ist auch, dass man hier rechtzeitig kommt, dann kann man sogar noch runter zum Strand. Und je später es ist, umso schwieriger wird es, weil hier wirklich Touristenmassen sind. Wir haben es nicht so früh geschafft, aber wir planen sowieso nicht zum Strand hinunter zu marschieren. Wir sind jetzt beim Broken Beach und beim Angels Billabong. Und falls wir gesagt haben, die Straße zum Kelinking Beach war schlecht, wow! Nicht umsonst hat unser Fahrer die Straße hierher The Broken Street genannt. Angels Billabong ist eigentlich nur ein großer natürlicher Pool, der bei Flut vom Meer gespeist wird. Früher hat man auch darin schwimmen können, das geht seit einigen Jahren nicht mehr. Aber wenn man ein bisschen weiter geht und Glück hat, kann man hier spektakulär die Wellen gegen die Felsen klatschen sehen. Im direkten Vergleich zum Kelinking Beach finden wir es hier einfach weniger spektakulär, aber es sind genauso viele Leute hier, wie man sehen kann. Nur 5 Minuten zu Fuß vom Angels Billabong liegt der Broken Beach und das ist in unseren Augen wiederum sehr sehenswert. Das ist eine Felsbrücke, über die man auch spazieren kann und unten drunter fließt das Meer auf einen wirklich schönen Strand. Runter kann man leider nicht dann schwimmen, aber auch von oben kriegt man ja wirklich tolle Bilder und Videoaufnahmen zusammen. Das war es auch schon wieder von uns auf Nusa Penida. Wir waren jetzt nur sehr kurz hier auf der Insel, haben uns eigentlich recht wenig angesehen, aber zum Beispiel die Hauptsehenswürdigkeiten wie Kelinking Beach, Broken Beach haben uns sehr gut gefallen. Uns und unzähligen anderen Touristen und das, obwohl gerade Off-Season ist. Genau, und man muss auch was zu den Straßen sagen, also die sind wirklich katastrophal, das haben wir auch schon im Vorfeld gelesen. Viel zu schmal, Schlaglöcher, Schotterpisten, also wir haben uns nicht getraut, mit dem Moped hier zu fahren, obwohl wir in Bali schon gefahren sind. Wir haben uns einen Fahrer für den Tag genommen, wir blenden euch seine Nummer unten ein, der ist wirklich sehr in Ordnung und preiswert. Und wir würden euch auch empfehlen, nehmt euch ein Auto und kein Moped.
Für uns ist die Reise aber noch nicht zu Ende. Für uns geht es nämlich morgen weiter nach Lombok. Und da haben wir uns ein besonders schönes Hotel genommen, einfach um mal zu entspannen. Und das zeigen wir euch dann morgen. Wir sind jetzt in Seademan. Also hier in der Beginnergasse werden eigentlich fast nur Ringe oder Armringe gemacht. Armreifen. Okay. Also wer nicht auf wirklich abartige Gefälle steht, selbst mit dem Moped, sollte unbedingt bei Google Maps mit dem Auto angeben, weil die Steigung war der Wahnsinn. Steil. Einige sehen ja hier einen T-Rex und manche sehen aber auch einen Wal. Walflosse. Also, wie schön ein Wal. Man die Wellen auch spektakulär gegen die Klatschen. Gegen die Klatschen fällt. Hold on. Bei hohem Wellengang kann man hier auch wirklich, na, warte mal, der eigentlich bei der Flut gespeist wird. Schön mal können. Im Vergleich zum Kalinking Beach finden wir es hier weniger spektakulär, aber es ist mindestens genauso viel los hier. Wie man sieht. Wie man sehen kann.